Hallo, guten Morgen. Es ist jetzt genau, 1 Uhr und ich nehme euch heute mit auf eine ganz besondere Reise. Wir fahren nämlich nach Italien. Ja genau, es wird eine tolle kulinarische Reise natürlich, weil wir werden auch ein paar Restaurants besuchen und dort schauen, was man da so alles Leckeres zu essen kriegt. Ja, und es ist auch so eine kleine Art Geheimtipp, denn ihr könnt ja mal sehen, ob das auch was für euch ist, auch von der Landschaft her. Es gibt Meer, es gibt Strand natürlich in Italien und ein super tolles Wetter. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid heute. Und wo es genau hingeht, das seht ihr jetzt, dann bleibt dran. Ich verrate es euch. Kommt mit. Also auf geht's. Jetzt sind wir endlich da, wir sind angekommen und zwar sind wir hier in Lignano und Lignano ist an der Adria, nennt sich auch der Stadtteil Pineta, in einem Pinienwald angelegt und wenn das erste, was wir hier machen, ist auf jeden Fall mal die Fenster runterdrehen und dann mal riechen und da riecht man richtig diese Pinienbäume und das ist immer wieder wunderschön hierher zu kommen und das zu riechen und da riecht es auch gleich nach Urlaub. Und wir sehen uns gleich wieder. Lasst euch überraschen. Für mich ist es, nach Italien zu fahren, immer auch so ein bisschen wie nach Hause kommen. Denn das Meer ist für mich ein unwahrscheinlich liebevolles Stück Heimat. Denn ich komme ja auch selber von der Ostsee. Das ist ja auch praktisch so ziemlich ein Meer. Und hier in Italien an der Adria, dann, wenn man endlich das Meer sieht, den Horizont und wenn man die Wellen unter den Füßen spürt und den heißen Sand, das ist was Besonderes. Und das möchte ich euch heute alles zeigen. Und auch, was es natürlich für kulinarische Erlebnisse und Möglichkeiten gibt hier in der Gegend. Denn wir befinden uns ja jetzt hier zum Beispiel auch im Hemingway Park. Das ist der Hemingway Park in Lignano Pineta. Der wurde also von der Kommune Lignano auch dem Hemingway gewidmet, weil Ernest Hemingway, der berühmte Schriftsteller, den kennt ihr sicher, der hat auch hier zum Beispiel in diesem Park gesessen und hat einige seiner Bücher geschrieben. Also auch eine sehr interessante Geschichte, wer hier schon alles so war. Ja, ein paar schöne Restaurants, ein paar kulinarische Sehenswürdigkeiten habe ich für euch und auch noch eine historische. Und zwar ein ganz tolles Haus, ein ganz altes Haus. Und wer darin geboren wurde und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, wenn ihr auch mal Lust habt, vielleicht die Adria und Venetien hier zu besuchen, das ist ja die Gegend von Friuli, ist auch eine wunderschöne Weingegend und da gibt es ganz viele tolle Weine. Ja, ich finde es hier wirklich wunderschön und auch das Meer und das Land und die Leute zu erleben, denn man kann hier so viele schöne Sachen entdecken und wenn man auch mal ein bisschen weiter weg von Lignano ins Landesinnere fährt, kann man auch schöne kleine Restaurants entdecken und wunderbare kulinarische Erlebnisse erfahren. Denn hier in der Gegend gibt es auch viele Restaurants, die sind auf Fisch spezialisiert. Und eines davon, das ist eins meiner Lieblingsrestaurants, ist eins, das heißt Mazarack und das gibt es in Brussa. Und Brussa ist ein Teil von Caorle. Da muss man ein Stückchen weiter reinfahren. Jetzt liegt in einer Lagune. Und hier kann man auch ganz toll essen. Zum Beispiel gibt es hier auch die Spezialität des Hauses, das ist Fritto Misto. Fritto Misto ist frittierter, gemischter Fisch. Dazu gibt es Polenta, das sind diese Maisschnitten. Ja, und man kann auch Spaghetti Vongole essen, also Spaghetti mit Muscheln. Man kann selbstgemachte Speisen, auch als Dessert gibt es zum Beispiel hausgemacht was genießen. Ja, und einer der Besitzer, der Dennis, der hat sich sogar ein bisschen Zeit genommen für ein kleines Interview. Und das zeige ich euch jetzt, denn Dennis haben wir noch ein paar Fragen gestellt.
Danke für deine Zeit, Dennis. Wir sind hier in diesem wunderschönen und köstlichen Restaurant in einer Gegend, wo man auch Ferien machen kann. Und hier kann man auch sehr gut essen. Und dieses Haus, habe ich gelesen, war einmal eine Fischhütte, ja. Diese wurde so erbaut und war lange ein Fischereibetrieb. Dann stand es für viele Jahre verlassen und leer. Und 1977 verwandelte mein Onkel Mario diese Fischerhütte in eine Trattoria. Seit 29 Jahren betreibe ich mit meinem Bruder Rudi nunmehr diese Trattoria. Sehr schön. Und die Spezialität des Hauses ist natürlich Fisch. Ja, unsere Spezialität ist der Fisch aus der nahenliegenden Lagune. Typische Fischarten aus der Lagune sind Aale, Meeresche, Seebarsch. Wir haben auch Meeresfrüchte, wie Tintenfisch, Kalamari, kleine Fischchen. Alles, was wir in der Nähe bekommen können. Auch die Nachspeisen sind alle hausgemacht? Ja, alles, was wir selbst herstellen können, machen wir auch selbst. Auch die Wurst, denn wir sind ja Bauern. Wir haben Schweine und machen Wurst und alles, was uns möglich ist. Wunderbar, also man kann in diesem schönen Restaurant namens Mazarack in Brussa, nahe Orte, herrlich verweilen. Danke für deine Zeit. Ja, danke euch auch. Und noch einen schönen Aufenthalt in Italien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächstes Jahr. Danke euch. Danke. Ja, wir haben hier auch viele Freunde, die wir immer wieder gern besuchen. Und da geht es dann einfach auch mal noch ein Stückchen weiter, und zwar nach Lison. Lison, das ist auch ein wunderschöner Ort mit viel Wein und so weiter. Weingegend, da kann man auch die Weinreben anschauen. Da sind auch wunderschöne Trauben dran. Schon heute jetzt hier, wir sind jetzt hier im Juli, Anfang August, ist es die beste Zeit dafür. Und da gibt es ein Restaurant, das heißt Ristorante da Murarotto. Und das wird geführt von einem unserer Freunde, der heißt Federico. Und da treffen wir uns dann immer sehr gern mit unseren Freunden. Und beim Federico schmeckt der Fisch auch unwahrscheinlich gut. Und da gibt es auch immer als Vorspeise Antipasti di frutti mare. Das heißt also eine Vorspeise aus Meeresfrüchten. Da ist dann alles dabei, da ist Oktopus dabei, da sind kleine Shrimps dabei, das sind Lachs ist dabei, was gibt es da noch alles? Dieser kleine Hering, Brathering und alles ganz gemischt und frisch und es schmeckt wirklich super lecker. Und danach gibt es natürlich eine große Grillplatte mit viel frischem weißen Seefisch und mit Scampis. Es ist immer ein Gelage, aber es ist immer sehr, sehr schön, wenn man dann zusammensitzt, weil in Italien legt man großen Wert darauf, viel Zeit miteinander zu verbringen. Denn auch die Italiener müssen ja arbeiten gehen, aber die gehen immer sehr spät essen und oft auch sehr gern dann mit Freunden oder mit der Familie in einer großen Gesellschaft. Und dann beginnt man halt erst vielleicht um 8:30 oder um 9 Uhr abends. Aber dann endet das Gelage natürlich auch erst um 1 Uhr nachts manchmal, bis dann alle fertig sind. Weil da wird nicht schnell gegessen und wir gehen nach Hause. Nein, da wird jeder Bissen, jeder Gang wird genossen und man unterhält sich und man hat Spaß und man genießt die Zeit zusammen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Ja, und bis ich euch jetzt das nächste Restaurant zeige, seht ihr ein paar schöne Bilder und ein paar Impressionen mit ein bisschen Musik von Lignano und seiner Schönheit und seinem Urlaubsfeeling. Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Ooh.
Ja, und wer von euch ein riesen Fischfreund ist, der sollte sich nicht entgehen lassen, einmal einen kleinen Abstecher nach Flambrusso zu machen. Flambrusso ist auch ein kleiner Ort im Landesinneren. Der liegt an der Stella. Das ist ein sehr hübscher, ganz klarer Fluss. In dem sieht man auch Forellen und Döbel zum Beispiel schwimmen und sitzt genau daneben. Und da kann man auch ganz tolle Grillteller von Fleisch oder Fisch genießen und das alles draußen unter Bäumen. Und auch im Sommer ist es sehr angenehm, weil durch die vielen Bäume und durch diesen Fluss bekommt man dort ein angenehmes Klima. Da ist es auch mal ein bisschen kühler als vielleicht wie jetzt hier im Sommer, wenn die Temperaturen über 30 Grad sind. Dort kann man auch sehr gemütlich essen. Ja, und auch wenn es auf Plastiktellern und Plastikbesteck serviert wird, ist es trotzdem ein Hochgenuss, denn was immer zählt, ist doch der Geschmack. Und ich kann es euch wirklich empfehlen, fahrt einmal nach Flambrusso an die Stella und genießt diesen Ausblick, schaut den Fischchen zu und geht heute mal dorthin mit Freunden. Und nicht vergessen, ihr braucht da unbedingt ein bisschen Mückenspray, denn die Sansade, diese Mücken, die sind schon manchmal sehr gemein. Und wenn man halt an solche Orte fährt, wo viel Wasser ist, sollte man sich hier in Italien auf jeden Fall mit einem guten Mückenspray ausstatten. Und wenn ihr dann ins Landesinnere fahrt, guckt euch ganz genau um, denn das ist immer so eine kleine Zeitreise. Es gibt unwahrscheinlich viele Häuser am Straßenrand, die aus den 80er Jahren stammen, aber es gibt auch unwahrscheinlich viele alte Gemäuer und alte verlassene Häuser. So traurig wie es vielleicht ist, so schön ist es auch, sie anzuschauen. Und ja, wir haben auch zum Beispiel auf dem Weg nach Aris an die schöne Stella, wo wir nochmal hingefahren sind, an den schönen Fluss, eine schöne alte Kirche entdeckt und die vielen Gemäuer zu sehen. Es ist wirklich ganz interessant. Man kann auch mal unterwegs aussteigen und alles ein bisschen genauer angucken. Und dann haben wir auch für euch noch eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Und zwar gibt es in Aris ein wunderschönes, ganz altes Haus. Und zwar ist es wohl eine Burg, die schon erwähnt wurde um 1390 oder 1400 zumindest. Und an diesem Ort und in diesem Haus wurde 1492 die Julia geboren. Ja, genau, die Julia von Romeo und Julia, William Shakespeares ganz bekannter Novelle. Und dieses Haus ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. I'm not gonna be the last one. I'm not gonna lose control. You just need to be the right one, and I can't deal with this no more. Julia, my Julia. Nothing more to say, can give you up. Now I'm searching for something new. My heart is burning for someone like you. I'm not gonna be the last one. I'm not gonna lose control. You just need to be the right one, and I can't deal with this no more. Julia, 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 Julia. Und es schaut schon ziemlich trist aus, aber umso schöner ist es auch, dass wir es für euch mitentdeckt haben und dass man so etwas mal sieht. Ja, es liegt in Aris und wenn ihr es selbst mal anschauen wollt, dann fahrt doch unbedingt mal hin, denn dort ist auch die Stella. Und die Stella ist ja dieser schöne Fluss, der auch an Flambrusso vorbeiführt, wo wir ja schon zum Fischessen waren. Und da kann man auch mal ein bisschen reingehen und sich die Beine abkühlen, denn der Fluss hat unwahrscheinliche erfrischende Wirkung. Und man sieht so viele schöne Libellen und so viel Tolles von der Natur. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal vorbeizuschauen. Ja, und so sieht es dann aus, wenn man ein bisschen sich von dem Touristenzentrum weiter weg entfernt, kann man viele schöne Dinge in Italien erleben. Oder geht auch gerne einmal einfach in irgendein Restaurant hinein, was ihr gar nicht kennt, wo vielleicht viele Italiener sitzen, denn da kriegt ihr nämlich normalerweise wirklich eine gute Küche und auch nicht so teuer wie vielleicht gerade mitten in irgendeinem Touristenzentrum. Ich kann euch auf jeden Fall diese Reise hier nach Italien sehr empfehlen. Kommt mal hierher nach Lignano Pineta und Umgebung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt.
Ansonsten sehen wir uns gern jeden Sonntag um 20 Uhr, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt. Ciao, macht's gut, eure Joanna, bis bald.